Ich habe heute hier die ehrvolle Aufgabe, Ihnen aus Sicht der Tragwerksplanung zu zeigen, was mit Holz möglich ist, und aus der Erfahrung heraus möchte ich Ihnen die Lösungsmöglichkeiten näher bringen. Meine praktische Erfahrung hat vor 25 Jahren begonnen, und da hat auch so ein wenig der Holzbau in der Stadt begonnen. Es war im Jahr 2000, als wir erst mitwirkend sein durften bei der ersten Planung und Umsetzung des ersten mehrgeschossigen Holzbaus in Wien. Damals war es ein sozialer Wohnbauträger, der das Projekt dann umgesetzt hat. Und so ist es dann weitergegangen. Durch Änderungen der bautechnischen Vorschriften konnten im Jahr 2010 der nächste Schritt gestartet werden, Holzbauten dann bis 7 Geschosse zu realisieren, was keine einfache Aufgabe ist. Aber mit diesem Prototyp hat man gezeigt, okay, es ist möglich, und dass der Weg dort noch nicht endet, kann ich an den nächsten Beispielen noch näher bringen. Und zwar hat im Zuge der Baustelle vom Hauptbahnhof ein Aussichtsturm Errichtung gefunden, ein temporäres Bauwerk mit einer Höhe von 76 Metern. Der nächste Schritt in der Stadt Wien war das HOHO, das erste Holzhochhaus im städtischen Raum in Wien. Wir konnten dann unsere Expertise auch in Projekten in Amsterdam mit einbringen. Und man sieht es auch an aktuellen Projekten wie dem Woody, das jetzt mit dem Holzbaupreis von Wien ausgezeichnet wurde, dass der Weg noch lang kein Ende hat. Die Aufgabenstellung des Tragwerksplaners ist eine sehr vielfältige, und zwar geht es zum einen darum, gemeinsam mit der Architektur und Bautechnik und den Nutzungsanforderungen die bestmögliche Lösung zu erarbeiten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Erwartungen an ein Tragwerk von gesetzlichen Vorschriften her. Wir haben zum einen die Pflicht, ein festgelegtes Sicherheitsniveau, das sich die Nutzer des Gebäudes erwarten dürfen, dass das eingehalten wird, und dass auch die entsprechende Gebrauchstauglichkeit der Gebäude bestmöglich gewährleistet ist. Dafür braucht es ein paar Punkte, die man von Anfang an am besten mit aufnimmt in das Projekt. Es braucht von Beginn an das Denken in Holz. Das ist ein ganz wesentlicher Faktor, um es wirklich erfolgreich in die Realisierung zu bringen. Es braucht aus tragwerksplanungstechnischer Sicht eine wirtschaftliche Lösung. Das heißt, wir brauchen eine klare Tragstruktur, die für die vertikale Lastableitung zuständig ist. Und mit der vertikalen Lastabtragung alleine ist es aber nicht getan, sprich auch die Gebäudeaussteifung ist ein wesentlicher Punkt, den man im Auge haben muss und der gerade hier bei diesen 3 Standorten sehr vielfältig ist und auch sehr interessante Ergebnisse bringen wird, wie ich dann später noch erläutern werde. Und die Vorfertigung, es ist schon angesprochen worden, der Holzbau hat eine extreme Bandbreite in der Vorfertigung, und das ist ein ganz wesentlicher Vorteil, den wir auch mitbringen in den urbanen Raum, damit die Arbeitsleistungen, die auf der Baustelle zu erbringen sind, möglichst kurz sind. Das heißt, eigentlich stellt sich dann für den Planer mal die Frage, ist der Planungsprozess im Holzbau überhaupt anders? Und ich sage ja, denn die Gesamtlösung steht viel stärker im Zusammenhang mit den anderen Fachplanern. Es ist ein weitaus engeres Zusammenarbeiten zwischen den einzelnen Fachkonsulenten, zwischen den einzelnen Fachaufgaben, um den Holzbau wirklich gut realisieren zu können. Zum einen steht der architektonische Gedanke für das Erscheinungsbild des Gebäudes. Dann haben Sie die Anforderung an den Brandschutz. Das ist ja das, was dem Holzbau die ersten großen Hürden gemacht hat,
um überhaupt in die Stadt zu finden. Mittlerweile ist die Sicherheit da aufgrund der ganzen Untersuchungen, Forschungsarbeiten, 1:1 Versuchen, dass die Sicherheit da ist, okay, das ist kalkulierbar. Mit dem können wir kalkuliert umgehen. Es gibt das Thema Schallschutz, das jedes Gebäude zu erfüllen hat. Dann gibt es die Tragwerkstatik, die natürlich für die Sicherheit des Gebäudes ganz wesentlich ist. Es gibt aber dann auch noch die Gebäudetechnik, die einen wesentlichen Faktor in die gesamte Planungsablauf eines Gebäudes mit hineinbringt. Und zu guter Letzt darf man nicht vergessen, die Ausführung. Wir wollen vorfertigen, das heißt, wir müssen uns in der Planung ganz wesentlich damit auseinandersetzen, wie wir diese Bauteile, diese Elemente, das System, das wir entwickeln, auf der Baustelle zusammenfügen können. Das heißt, das interdisziplinäre Denken ist ganz wesentlich, um den Holzbau auch gut in die Realisierbarkeit zu bringen. Das heißt, Sie müssen sich von Anfang an die Fragen im Vorfeld stellen, wie wollen Sie an die Konstruktion, an das Bauwerk herangehen? Wollen Sie sichtbare Holzoberflächen haben? Das ist ein ganz wesentlicher Parameter. Wenn Sie, um eben dann entsprechend an die Feuerwiderstandsanforderungen, die an das Gebäude gestellt sind, ergeben sich dadurch entweder Anforderungen an größere oder schlankere Querschnitte, die möglich sind, um Ihr Tragwerk zu realisieren. Und das Thema Schallschutz ist auch ganz prägnant für die Konstruktion, wie Sie sie ausbilden. Und zwar nicht der Schallschutz von außen in das Gebäude, sondern eher der Schallschutz, der im Gebäude drinnen zum Erfüllen ist zwischen einzelnen Räumen oder Nutzungseinheiten. Und so ein Zitat oder eine Erfahrung aus der Praxis hat gezeigt, immer dann, wenn der Tragwerksplaner ein Konzept hat und der möchte gern immer alles zusammenschrauben, dann kommt der Bauphysiker im zweiten Schritt und möchte alles wieder trennen oder zumindest bestmöglich entkoppeln, damit seine Qualitäten erfüllt werden. Und damit merken Sie auch schon ein bisschen dieses Spannungsfeld zwischen den einzelnen Fachaufgaben, hier gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten. Und das hat halt in den letzten Jahren viel Wissen gebracht, aber auch viel Arbeit bedurft, das zu erarbeiten. Der letzte Punkt eben, um es dann auf der Baustelle möglichst effizient und schlau abzuwickeln, ist eben das Thema Vorfertigung, dass Sie im Entwurfsgedanken schon mitkreieren. Das heißt, wollen Sie eher eine schnelle Umsetzung auf der Baustelle haben, dann können Sie in Richtung Raumzellenbauweise denken. Die bringt aber natürlich in ihrer Struktur mehr Einschränkung in der Vielfalt, in der Variabilität. Das ist ein sehr stringentes Raster, das Sie da zu berücksichtigen haben. Das heißt, von Anfang an ein bisschen im Auge behalten, wo wollen Sie hin? Die wohl am meisten eingesetzte Praxis sind 2D-Elemente. So kenne ich es oder so werden es von uns üblich hauptsächlich umgesetzt. Das heißt, wir haben Deckenelemente, die quasi als Rohelement kommen, fixfertig abgebunden, aber ohne Fußbodenaufbau, mit sichtbarer Untersicht. Die können auch mit angeschlossenen Balkon schon sein. Sie haben meistens Wände, die inklusive Fenster und Fassade auf die Baustelle kommen. Alles natürlich auch wieder in Kombination mit der Logistik abgestimmt, damit Sie diese Bauteile möglichst effizient und kostengünstig auf die Baustelle bringen können. Und mit diesem Bausystem können Sie sehr schnell eine dichte Gebäudehülle herstellen und im Anschluss mit dem restlichen Ausbauarbeiten starten. Nicht nur der Statiker gibt strenge Limits vor, sondern vor allem, wenn es um das Thema Raumzellenbauweise geht, hier gibt es auch Limits, die
teilweise nur schwer oder auch dann nicht mehr überwindbar sind. So müssen Sie zum Beispiel in der Größe von Boxen zum einen auf die Produktionsmaße ein wenig Rücksicht nehmen, die zur Verfügung stehenden Materialien bieten, zum anderen aber auch auf die Größe für den Transport Acht geben. Das Thema Vorfertigung bedeutet nicht nur, dass Sie überlegen, wie groß werden Ihre Module, sondern Sie müssen auch exakte, detaillierte Planung haben, damit Vorfertigung funktionieren kann. Das heißt, die Details werden nicht auf der Baustelle entschieden, sondern Sie in einem sehr frühen Planungsstadium entscheiden schon, wie Details ausschauen werden. Das einfache Fügen auf der Baustelle ist ein ganz wesentlicher Baustein für den Gesamterfolg. Das heißt, wie genau oder wie viel Toleranzen müssen Sie berücksichtigen, damit Fügen von Bauteilen auf der Baustelle funktioniert. Im Holzbau haben wir sehr gute Voraussetzungen. Die CNC-gesteuerten Abbundanlagen ermöglichen es, die Bauteile wirklich extrem präzise zu machen. Das heißt, im Holzbau selbst haben Sie weniger die Schwierigkeiten, das vor Ort zu fügen, aber die Schnittstelle zu anderen Baustellen, zu anderen Gewerken, die noch nicht diese präzisen mechanischen Unterstützungen haben, hier gibt es eben entsprechende Toleranzen zu berücksichtigen. Und die Vorfertigung im Bestandsumbau hat einen ganz wesentlichen Schritt gemacht durch die Technologie von Bestandsaufnahmen in Form von BIM-Wolken. Das ist noch nicht so lang in der Baubranche üblich. Mittlerweile hat man gemerkt, dass sich das extrem super bewährt. Man kann von einem Bestandsgebäude extrem genaue und auch brauchbare Daten extrahieren, mit dem Sie dann wirklich auch in den Bestandsumbau mit Vorfertigung hineingehen können. Also das ist eine ganz neue Möglichkeit, die es in der Form bis jetzt noch nicht gegeben hat. Die Raumzellenbauweise hat im urbanen Bereich auch ihre Vorteile, wenn es darum geht, Baustellen extrem rasch abzuwickeln. Das ist hier in Wien am Gürtel gewesen. Es ist eine Lückenverbauung, das ist ein Hotelprojekt. Wir haben da das Vorprojekt gemacht zu dem Gebäude. Wir haben ein Erdgeschoss in Stahlbetonbauweise und in der Phase, wo dieses Gebäude vorgerichtet wurde, sind parallel in der Werkstatt die einzelnen Raummodule vorproduziert worden, inklusive Fassade, quasi schlüsselfertig. Auf der Baustelle in der Nacht, aufgrund der Größe der Module, haben sie in der Nacht transportiert werden müssen, immer in der Nacht antransportiert und versetzt worden sind und untertags dann Folgearbeiten realisiert wurden. Also Sie sehen, so ein Modulsystem hat schon eine extreme Logistik, die dahinter steht, damit Sie auch so ein Projekt wirklich zum Besten realisieren können. Und die Aufstockung bietet natürlich auch eine große Aufwertung für ein bestehendes Umfeld. Hier aus meiner Sicht ein ganz tolles Beispiel aus dem Raum Salzburg, wo eben eine bestehende Siedlungsanlage um 2 Geschosse erweitert wurde. Jetzt möchte ich ein bisschen auf den Wettbewerb eingehen und aus der Erfahrung sagen, der richtige Start macht den Unterschied. Wenn Sie mit dem richtigen Start an das Projekt gehen, dann haben Sie schon halb gewonnen. Und das fängt aus tragwerksplanerischer Sicht mit den Grundlagen an. Üblicherweise schauen Sie sich den Bestand an, Sie bekommen ein Entwurfskonzept und Sie haben Anforderungen aus der Statik heraus. Wenn Sie das Ganze aber in Holzbau realisieren wollen, dann steht auf der Grundlagenliste auch das Thema Holzbau mit dabei und damit auch die materialspezifischen Anforderungen, die Sie mit dem Holzbau mitrealisieren müssen. Die sollten Sie ganz am Anfang schon auf Ihrer Liste stehen haben, damit Sie die schon am Radar haben und nicht unerwartete Überraschungen haben. Beim Erfassen der Tragstruktur geht es darum, zu schauen,
was kann ich aus dem Bestand machen? Wo sind lastableitende Bauteile? Wie funktioniert das Gebäude von der Aussteifung, um im weiteren Schritt dann überlegen zu können, sind Tragreserven vorhanden? Wie kann ich die bestehende Struktur verstärken? Wo kann ich Lasten ableiten? Das heißt, für das Erfassen des Bestandes geht es darum, Bauteilaufbauten zu erfassen, die Nutzlasten zu definieren, angepasst an die Nutzlast, und dann haben Sie die örtlichen Lasteinflüsse wie Schnee, Wind und Erdbeben. Und das finde ich ganz spannend an dem heurigen Projekt mit den 3 Standorten, denn örtliche Lasteinwirkungen prägen, und in dem Fall werden sie es prägen, ganz wesentlich die Struktur und die Entwicklung und die Ergebnisse von dem Gebäude, das sie erarbeiten werden. In dem Fall ist es nicht der Schnee, sondern das Erdbeben, was so speziell ist. Und Sie sehen, München ist eigentlich in der sehr ruhigen Zone. Erdbebenspitzenbeschleunigungen sind dort nicht wirklich mit hohen Werten zu erraten. Im Gegensatz zu Wien, wo schon die doppelten Werte sind, wo das Thema Erdbeben vor allem im Bestandsumbau immer ein Thema ist. Und in Laibach, wo wir quasi 6,5-fachen Wert zum Standort München haben. Also Sie sehen, diese Bandbreite, die hier für die Aufgabenstellung gegeben ist, ist durchaus spannend. Wie geht man in Österreich mit dem Thema Bestandsumbau was das Erdbeben betrifft? Sie können natürlich von einem alten Gebäude nicht erwarten, dass es die heutigen Sicherheitsanforderungen entspricht. Das heißt, in der österreichischen Norm wurde damit Rücksicht genommen, dass man gesagt hat, okay, Bestandsgebäude, das ist für eine definierte Anzahl von Personen ausgelegt, die mit dem Sicherheitsrisiko, das dort vorhanden ist, leben können. Und Sie müssen das Gebäude für die neuen Personen, die Sie dazu planen, für diese Personen gilt das neue Sicherheitsrisiko, für die bestehenden Personenanzahl des alten Gebäudes. Sie machen damit einen gemittelten Wert und damit erhalten Sie eine Vorgabe, um wie viel Sie das Gebäude zu ertüchtigen haben. Im Schnitt schaut das zum Beispiel für den Standort Wien so aus. Sie haben ein 3-geschossiges Bauwerk, das gewisse Erdbebenmassen hat, und Sie stocken es um 1-2 Geschosse auf. Und man sieht auch hier das Spezielle, die Erdbebenkräfte steigen in ihrer Kraft nach oben hin. Und da spielt der Holzbau wieder seine Vorteile aus, indem er eine leichte Bauweise hat, sprich geringe Massen hat, die vom Erdbeben in Bewegung angeregt werden. Und wir haben einen guten Hebel, die Erdbebenkräfte auch durch sinnvolles Konstruieren zu reduzieren. Nicht die einwirkenden Kräfte, aber die im Gebäude herrschen. Und das passiert durch unsere Verbindungsmittel, die wir so auslegen können, dass sie plastische Verformungen zulassen können, sprich das Gebäude durch Verformung seine Energie abbauen kann. Damit bin ich auch schon am Ende meines Inputs. Mein Schlusskredo möchte ich Ihnen noch weitergeben. Keep it simple und das Detail entscheidet. Man sieht es zum Beispiel hier in diesem Bausystem, das hier rechts abgebildet ist. Das ist vom Hochhaus in Wien. Im Prinzip, es gibt dort 4 Bauteile, die Sie benötigen, um das ganze Gebäude zu realisieren. Und das ist ein wesentliches Erfolgsrezept, denn Details brauchen sehr viel Energie. Dort steckt das ganze Hirnschmalz drinnen. Und je mehr Sie davon haben, umso aufwendiger wird Ihr Projekt. Damit sage ich herzlichen Dank und wünsche viel Spaß beim Planen mit Holz und bei der Trophy.